Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. In diesem Video möchte ich, bevor W60 startet, nochmal einen kleinen Rundown mit euch gemeinsam machen, was ihr zu tun habt, wie ihr euch am besten vorbereitet auf den Server und was ihr macht, wenn es denn soweit ist. Die beste Spielweise für euch selbst wählen zu können und da euch so ein bisschen an die Hand zu nehmen, um euch den Serverstart ein bisschen angenehmer zu machen. Dazu habe ich nochmal alle meine Videos rausgesucht und hier in diesem Video zusammengetragen, die auch mal nützlich sind. Es sind nicht sehr viele in diesen tausenden Videos, die ich produziert habe, aber ein paar sind auf jeden Fall mit dabei, die euch definitiv weiterhelfen und die auch sehr, sehr gut sind und euch auch ein bisschen an die Hand nehmen und genau zeigen, was halt wie zu tun ist. Wir gehen grob auf die ganzen Sachen ein und detaillierter nochmal in den Videos. Und alle Videos, die ich euch jetzt hier zeigen werde, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da könnt ihr euch nochmal in Ruhe das alles anschauen, was gerade wichtig ist jetzt zum Serverstart direkt. Und ich zeige euch das Ganze einfach mal. Ich habe hier ein paar Videos zusammengetragen. Das erste, mit dem wir anfangen, sind die Pilzpakete, weil man die ja auch schon direkt zum Anfang bekommt. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Videos jetzt hier rausgesucht für den Serverstart explizit und die findet ihr alle unten aufgelistet in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch alle nochmal im Detail reinziehen und dann seid ihr eigentlich ganz gut aufgestellt für W60 und auch für kommende Serverstarts auf jeden Fall. Falls euch das Ganze gefallen sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like auf dieses Video freuen, würde mich auf jeden Fall immer sehr unterstützen und deswegen gehen wir jetzt mal nochmal ganz grob hier in der Übersicht rein. Wir haben hier einmal die Pilzpakete und wie sie perfekt zu nutzen sind für den Serverstart und das weitere Game. Das ist das erste Video, was ich euch empfehle, was ihr in der Videobeschreibung unten findet. Ja, alle Pilzpakete aufgelistet und wie ihr diese zu nutzen habt. Dieses Video ist auch gleichzeitig ein Festungs- und Unterwelt-Guide und ist damit eigentlich, geiles Standbild hier, ist damit ein Allrounder-Video, sag ich mal. Und gerade zum Anfang ist es wichtig, was macht ihr mit den Anfangspaketen? Das ist hier in diesem Video explizit erklärt. Was macht ihr mit den 1000 Gold und den Pilzen und wie könnt ihr das alles in eure Gilde perfekt investieren? Das wird hier alles in dem Video aufgezeigt. Ne, das ist der Anfangsschritt mit den Paketen, was ihr zu machen habt. Wie ihr am besten im Early Game startet. Dann kommt dann das nächste Paket, was ihr dann erhaltet und wie ihr das denn am effizientesten nutzen könnt. Das ist dann das Festungspaket hier mit Stufe 25 und auch gleichzeitig ein Guide dazu, wie die Festung damit dann halt am besten ausgebaut werden kann. Das Ganze wird hier natürlich auch in dem Video etwas detaillierter erklärt. Hier gehe ich jetzt nur mal grob drauf ein, was euch kurz in diesem Video erwartet. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Ja, das sind die ganzen Sachen für die Festung. Und hier haben wir auch nochmal die ganzen Sachen, die Pakete, wenn ihr diese kaufen solltet, für die Unterwelt. Ja, das Ganze ist hier auch nochmal aufgelistet in einer Tabelle. Und ansonsten am Ende des Videos erwartet euch sogar ein Rundown, sag ich mal, wie ihr wie auszubauen habt. Also falls ihr kein Freund davon seid, wie ihr wie die Tabellen aussehen und wie ihr was auszubauen habt, dann richtet ihr euch einfach hier nach diesem Video, und das zeigt euch auch am besten, wie die Reihenfolge hier auch in der Unterwelt ist und wie man hier was auszubauen hat. Ne? Das Ganze ist das erste Video, was ich euch empfehle, mit das nützlichste All-Arounder-Video auf jeden Fall. Danach habe ich ein Video rausgesucht für verschiedene Sachen. Angefangen zum Beispiel mit dem Dungeon Simulator, da zeige ich euch, wie ihr eure Dungeon-Kämpfe berechnen könnt, wenn ihr rausfinden wollt, welcher Gegner als nächstes liegt. Ja, das ist dann das Video Nummer 2. Das ist unter anderem hier in diesem 10 nützliche Dinge Video, die du wissen solltest. Das hat übrigens auch fast 500 Likes, wäre auch toll, wenn wir das noch geknackt bekommen. Ja,
Würde mich auch sehr freuen. Manche Sachen, da müsst ihr drauf aufpassen, sind auch nicht mehr aktuell. Zum Beispiel hier die Offizierstaktik, die ist mittlerweile outdated. Da nochmal ein großer Disclaimer, das funktioniert so nicht mehr. Ihr findet hier auch die Erfahrungskurve, auch die jeweiligen Klassen, was für Stat-Vor- und Nachteile die haben. Ja, und unter anderem, was auch noch sehr interessant ist, was in diesem Video denn hier auch vorkommt, das könnt ihr euch dann wie gesagt auch nochmal alles im Detail reinziehen, wie ihr beim Arena Manager vorgehen solltet und was die effizienteste Weise zum Opfern ist. Hier gehe ich halt in diesem Video auch nochmal detailliert drauf ein. Und wenn ihr die Festung und sowas auch ausbaut, solltet ihr euch danach auch direkt das Teilschutz-Taktik-Video dazu anschauen. Das findet ihr hier auch in diesem Abteil hier. Ne? Hier ist auch alles nochmal gestaffelt. Und hier erkläre ich ganz genau im Detail, was die Teilschutz-Taktik ist, wofür sie gut ist und warum ihr definitiv keine Verteidigungsanlagen ausbauen solltet. Ja, das auch nochmal ganz wichtig in Kombination mit dem ersten Video zur Festung. Ne? Sollte man sich das auf jeden Fall auch anschauen. Link dazu, der zweite in der Videobeschreibung. Der dritte Link, den ihr finden werdet, ist ja das dritte Video. Das habe ich vor relativ kurzer Zeit gemacht. Das richtet sich explizit an die Free-to-Play-Spieler unter euch. An die ist natürlich auch gedacht. Ne? Und wie ihr handeln solltet, wenn ihr komplett Free-to-Play unterwegs seid, was die beste Spielweise für einen Free-to-Play-Spieler ist. Und hier in diesem Video bin ich ganz detailliert auf die verschiedenen Level eingegangen, von Level 1 bis Level 100, 200, 300, 400. Bis nachher ins Late Game, wie ihr was wie zu spielen habt und auch wie ihr am besten die Events nutzen könnt, die ja auch in einem festen Cycle am Start sind. Das Ganze hier in diesem Video für die Free-to-Play-Spieler unter euch auch relativ interessant, denke ich mal. Ja, den vierten Link, den ihr finden werdet, ist der Pet Guide, der mittlerweile leicht outdated ist. Seit dem neuen Backend hat sich das ein bisschen geändert mit den Pets. Allerdings im Großen und Ganzen, im Groben stimmt eigentlich ein Großteil der Pet-Wege noch. Und da, so viel hat sich da jetzt auch nicht geändert. Es gibt immer noch verschiedene Routen, die man als Free-to-Play und Pay-to-Win immer noch gehen kann. Und ich werde mich hiernach dann auch immer noch richten auf W60. Also es hat sich marginal was geändert. Aber grundlegend verkehrt sind diese Routen jetzt, sage ich mal, nicht. Ja, das ist der vierte Link, der Pet Guide, und findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Als fünftes Video habe ich eins gewählt, das könnt ihr euch angucken, das müsst ihr aber nicht, das geht 38 Minuten, das hatte ich mit Davalon aufgenommen. Das ist einfach ein Video, wie man halt komplett eskalieren will. Es ist kein detaillierter Guide, es ist mehr so eine Art, wie kann man es machen, und mit so noch Tipps und Tricks und Erfahrungswerten, sag ich mal, von Davalon, der schon den ein oder anderen Serverstart hinter sich gebracht hat, wie es halt möglich ist, wenn ihr das sehen werdet, wie ihr halt in sehr kurzer Zeit sehr hohe Stufen erreichen könnt, und was halt dabei relativ wichtig ist, dass es aber halt eher für Spieler, die ein großes Pilzkontingent zur Verfügung haben. Und da kann man sich das Ganze sehr gerne mal auch als, keine Ahnung, als Podcast oder sowas geben. Ne? Ist jetzt von den Videos, die ich ausgewählt habe, jetzt eher so das Video, was man sich angucken kann, aber nicht muss. Ich habe so ein bisschen nach Wichtigkeit geordnet, sag ich mal. Also nach meinem persönlichen Empfinden sind halt die Sachen wie Festung und Unterwelt und der Start extrem wichtig. Ne? Sowas wie Dungeon-Berechnungen und Arena-Manager und Teilschutztaktik und sowas finde ich sehr wichtig für die Free-to-Play-Spieler und sowas und die Pets halt. Ne? Und den Rest, das kann man sich sehr gerne mal nachschauen, wenn man noch so ein bisschen Feinschliff in Hardcore-Push
Pushs haben will, ne? Aber ansonsten ist das Video jetzt hier kein Muss, aber es ist trotzdem nach wie vor immer noch ein sehr, sehr gutes Video und kann man sich vielleicht den einen oder anderen Tipp noch so mit anhören, denke ich mal, die man auch vielleicht noch nicht gewusst hat. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall meine Übersicht von den Videos, die ihr euch reinziehen solltet, bevor W60 startet, und mit den Hinweisen hier und den Videos seid ihr eigentlich immer schon mal ganz gut aufgestellt. Ja, wie gesagt, alles dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen. Das Video ist jetzt nur noch mal eine grobe Zusammenfassung von den Videos, die ich ja, für solche Anlässe halt eben aufgenommen habe. Und weil halt immer wieder danach gefragt wird, ob ich mal das machen könnte oder mal das machen könnte, aber vieles habe ich schon in der Vergangenheit mal gemacht. Die Leute finden die Videos halt nur nicht mehr, weil ich halt schon so viele Videos insgesamt halt gemacht habe. Und viele Videos sind halt eher so, die kann man sich so nebenbei mal anschauen, die sind vielleicht so ein bisschen zur Unterhaltung oder mal, ne, so für, keine Ahnung, so halt nebenbei zum Alu-Klicken, aber manche Videos sind halt auch wirklich ja, Guides oder sowas, auf die man zurückgreifen kann, die halt aber in der Masse der Videos eventuell untergehen, und deswegen nochmal hier für euch gebündelt, ja, was für euch in Frage kommen könnte. Und ja, das Ganze habe ich dann nochmal für euch zum Start von W60 rausgesucht. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Am Freitag startet W60 und damit auch mein Livestream. Um 16 Uhr geht der Server los, um 14 Uhr starten wir den Livestream. Und für alle Leute, die da ja eventuell auch, ja, ne, ihr wisst es ja, in der Vergangenheit gab es immer mal eine kleine Starthilfe von mir, die ihr euch da sehr gerne abholen könnt. Ist auch gerade für die Free-to-Play-Spieler natürlich sehr nützlich. Und sowas wird es wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin geben. Das ist, denke ich mal, jetzt auch kein großartiges Geheimnis mehr. Ne? Natürlich wissen wir nicht, wovon wir reden. Ne? Ganz klare Sache. Aber ja, nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Okay, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.